Captain Spire, data log Alpha. Battlefleet Command has lost contact with Orbital Station Aleph in the Naxos system. I'm on my way to investigate. Sir, we're approaching the location of Orbital Station Aleph. Captain, the station is surrounded by an asteroid field. I have calculated the best approach for us to pass through it safely. So, und damit herzlich willkommen zu Battlefleet Gothic Armada. So, wir spielen jetzt erstmal hier in dem Kampagnenmodus das Tutorial, weil es zum Story-Mode dazugehört. Wir haben scheinbar den Auftrag, eine Raumstation zu untersuchen, zu der sämtlicher Kontakt abgebrochen ist. Wollen wir mal schauen. Awaiting orders. Gut, wir sollen jetzt dahin fliegen. Engines hot. There's an active minefield directly ahead, Captain. We must maneuver quickly, or it is likely the ship will be damaged. All available power to the plasma thrusters. We're going to execute a high-energy turn. Okay, dann wollen wir mal. Resuming normal functions. Das lief doch super. Das hat doch funktioniert. Setting course. High energy turn successful, Captain. The thrusters are already recharging. Helm, resume our course to the orbital station. Okay, dann wollen wir mal gucken. Was ich schon mal vorweg sagen muss, ich muss leider erstmal die Cutscenes rausschneiden, weil mit OBS lassen sie sich leider nicht aufnehmen, weil die ganze Zeit nur am Rauschen, am Knistern sind und am Stocken. Aber ich glaube, wir können die Kampagne so auch gut nachvollziehen. Genau, mit diesem Befehl können wir volle Fahrt vorausgeben und mit maximaler Geschwindigkeit auf unser Ziel zufliegen. Wie ich schon sagte, die Cutscenes muss ich leider rausschneiden, aber die meisten Informationen erhalten wir sowieso eigentlich nicht aus den Cutscenes, sondern aus den In-Game-Vox-Übertragungen, die wir jetzt auch gerade schon die ganze Zeit erhalten. Cruising speed set. Okay, das war unser Thruster und jetzt sind wir normal im Anflug auf die Raumstation Aleph. It seems like the station has been attacked recently. The enemy may still be lurking around. Sir, I recommend dispatching some of the ship's armsmen to board Orbital Station Aleph and report on what they find. Ship ready. Gut, dann sollen wir die Station entern. Boarding parties underway, Captain. We're seeing several weapon impacts and signs of explosions on the bulkheads. We found the command center, sir. This place is a mess. It's full of bodies. The station's command crew. They're all dead. Act cautiously, Sergeant. I have a bad feeling about this. Sir, we found a survivor. Sir, the station is a trap. We're under attack by traitor forces. Eine Falle, okay. Denk mal, das war nicht alles. Genau. A defense platform on the station has activated and is targeting our vessel. Broadside macro cannons ready to fire on your order, Sir. Gut. Das war tatsächlich eine Falle und sie haben diese Waffenplattform angewiesen, auf uns zu schießen, aber wir fahren ja kein Kreuzfahrtschiff, wir können uns auch wehren. Und ich meine, das schaffen wir sogar ziemlich gut, obwohl wir nur auf uns allein gestellt sind. Target destroyed, Captain. We blew it to pieces. Sir, I'm picking up some strange signals in the nearby gas cloud. Sir, okay, wenden wir das Schiff und stellen uns diesen Zerstörern. This sector is a long way from the Eye of Terror. What could they be after here?
Whatever their reasons, Captain, these heretics must be destroyed at once. Captain, consulting the ship's cogitators and machine spirit can help guide you in making tactical decisions in battle. Execute high So, energy mal turn. näher ran, damit wir unsere Frontlanze einsetzen können. Und so den feindlichen Schiffen auch mehr Schaden zufügen können. Und ich glaube, wir können sogar entern. Ja. So, entern wir diesen Verräter. Oh, wir haben was verloren. Ja, wir haben eine Freizeitenbatterie verloren. Das ist gar nicht gut für uns. Und wir haben nur 2 leichte Batterien. Dann sollten wir uns mal das schleunigste dazu durchringen, die andere Seite dem Feind zuzuwenden. So, geht er. Und wieder nachwenden. Sehr schön. Den hätten wir doch geschafft. Well done, crew. Was zum... The auger arrays are reporting more enemy signals. Many more. A gigantic chaos fleet. There's no way we could survive fighting them head-on. Contact the High Command immediately. Unable to do so, Captain. All communications are jammed. Captain, there may be a way for us to escape and warn Port Moore. We could risk an emergency warp jump. It's risky to engage the warp engines this close to the star's gravitational field. But the Chaos Fleet has us boxed in. Sir, we don't have any other options. Okay, dann fliehen wir mal lieber, wie unser netter Herr Kommissar schon gesagt hat. Und ab dafür. Ich meine, das ist eine Flotte, die... Da könnten wir nicht im Leben gegen ankommen. Und dann hier, ein Schlachtschiff, das ist... Oh Mann, hoffentlich schaffen wir das. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was das Oberkommando für uns bereithält. So, wir haben ein wenig Ruhm bekommen und unser leichter Kreuzer ist eine Stufe aufgestiegen. Weiter. The Gothic Sektor is beginning to turn away from the Emperor's light. Treachery, sedition, and heresy have broken out like a plague upon our worlds. Admiral Spire, your new rank entitles you to command a small war fleet of Imperial Navy ships. It is your task to ensure the citizens of the Imperium remain safe and loyal. Okay, hier muss ich jetzt mal kurz was erzählen, weil ich die Cutscene rausschneiden musste, weil sie nur am Knacken und am Rauschen war. Wir sind zurück nach Port Moore gekehrt und haben dem Oberkommando berichtet, was wir gesehen haben. Captain Spire, also unser Protagonist, kommt von einer Welt, die dem Chaos anheimgefallen ist, und dementsprechend haben sie ihm misstraut, haben ihn getestet und für rein befunden und ihm im Mangel anderer Kräfte, anderer Kommandanten, haben sie ihm das Kommando über eine kleine Flotte überreicht, und er soll die erste Verteidigungslinie des Gothic Sektors gegen die Chaosflotte aufbauen und sich vor allem auch um meuternde Captains, meuternde Systeme und auch um unwichtigere Bedrohungen kümmern, wie Orks, Elder-Überfälle und alles, wo Admiral Ravensburg keine Zeit für hat, weil er sich halt mit dem Großteil der Battlefleet Gothic gegen die Chaosflotte stellen muss. So, hier sehen wir schon Verräter. Imperiale Soldaten, die sich gegen den Imperator auflehnen, werden versuchen, ihnen Systeme abzunehmen. Diese Verräter sind zwar nicht Teil einer Bedrohung, doch an sie verlorene Planeten bringen dennoch je nach System Abzüge für sie mit sich. In jeder Runde besteht die Chance, dass manche Welten ihnen von der Fahne gehen. Okay. Unser erster Auftrag führt uns nach Acre. Eine priorisierte Mission, heißt, die müssen wir machen. Your first assignment is to put an end to the unrest and rebellion threatening a nearby system. Gut. Aufklärungsdaten legen sie in den Hinterhalt für das Verräterschiff. Und die feindliche Flotte besteht aus imperialen Schiffen. Gut zu wissen. So,
Hier unsere Belohnung, sehe ich jetzt mal nicht vor. Und auf dafür. This interface helps you prepare your fleet for the next mission. At the head of every fleet is the flagship. You must select one of your vessels as the flagship for each assignment. Choose your dauntless light cruiser as the flagship for this first operation. Okay, das soll unser Flaggschiff für diese Mission sein. You have another captain assigned to your command. This captain commands a dauntless light cruiser and will assist you for the duration of the mission. Add his ship to your fleet. Gut, und den sollen wir auch mitnehmen. Smaller ships of the escort class can provide fire support or scout for the enemy. The Firestorm frigates are a good choice for this assignment. Okay, und diese Once your Firestorm-Fregatte fleet sollen is mitkommen. prepared to engage the enemy, you should set course for the target system at once. Gut, damit sind wir bereit. Und ab geht's. Admiral, the fleet has reached the last known position of the heretic ships. Their sedition must not stand. How shall we deploy our flagship? Okay, wir kriegen jetzt diese Mission vorgesetzt, wo wir Now you must aufstellen select how sollen. you wish to deploy remaining ships of the line. Und unseren zweiten Kreuzer sollen wir hier hinstellen. Now that your cruisers are deployed, you must next determine where to place the Firestorm escort vessels. Und die Eskorte soll nach hier. Your new promotion has placed you in command of the entire fleet, Admiral. That means you can order your captains to adopt engagement modes during the battle. These engagement modes define how your captains act in battle. You can change the engagement modes at any time. Admiral, the Firestorm escort ships have powerful prow weapons. Gut, ich brauche gar nichts I would erklären. Das advise machen die alle schon setting für these mich. ships to a frontal attack. A good understanding of each ship's weapons is the Gut, best way das to Schiff know soll which diesen Modus haben engagement mode to und use. dieses Schiff, The macro cannons Ja, on genau. our ships are most effective when fired at die short beiden range. sollen auf kurze Reichweite angreifen. Ja, muss ich hier nochmal Now that separat we've machen. deployed the fleet, it is time to root out these rebellious traitors. Genau. Bereit. Und jetzt wird der Verräter, oder die Verräter werden jetzt ihre We will Gerichtsstrafe advance as zugeführt. one group at the same speed. We will set course for a gas cloud and use it to ambush the rebel ships. Once our Gut. ships enter the gas cloud, it should mask our fleet's emissions. Das klicke ich mal weg. So. Dann legen wir mal einen Hinterhalt für die feindlichen Schiffe. Ach ja, ist das nicht schön. Der gesamte Sektor versinkt in Chaos und wir müssen uns um Imperiale kümmern, die vom Licht des Imperators abgefallen sind. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach nur noch Henker. Freut mich. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, die Gaswolke tarnt jetzt unsere Flotte Yes, Admiral. und dort warten wir dann. Warten, bis die Verräter auftauchen. The gas cloud conceals our fleet, sir. We're invisible to the enemy ships. Excellent. The trap is set. Now we wait for our prey. Genau. Sir, I've detected an enemy vessel. Shall I engage? Wait until you have identified your target, Captain. I have a probe ready to launch, Admiral. That ought to tell us what we're looking at. Very well, Captain. Launch the probe. Okay, wir haben hier eine Sensorsonde. Choose where you want the probe to go. The probe will identify any nearby signals. Genau, und die soll jetzt das feindliche Schiff identifizieren. Und hoffentlich haben wir da unsere Beute. All readings are confirmed. That ship belongs to the traitorous rebels. Now that we have identified the ship, our weapons cogitators can automatically target the enemy vessel. All ships, attack the enemy vessel. Okay, dann alle mal Angriff. For the Emperor!
beginnen wir die Schlacht mit einer gut gezielten Torpedo. Ich sagte gut gezielt. Einer gut gezielten Torpedosalve und Feuer. Awaiting orders. So, Admiral Spire, So, did Ravensburg allen send den you to Befehl bring geben. us to here? There are Wir haben other sogar getroffen, powers glaube in ich. the galaxy besides the Imperium, Admiral. Und They entern wir cannot das Schiff. And you'll do Nochmal, entern. Und wir sollen den Generator ein bisschen runternehmen. Das nehme ich mal jetzt vorweg, weil ich weiß, dass gleich die Mission kommt. The enemy's void shields are down. Sir, I suggest that we concentrate fire on their plasma generator. Targeting the plasma generator drains the ship's power. They'll have difficulty using their warp engines. Genau, das machen wir jetzt auch mal. Critical damage to the Sehr enemy schön. ship, sir. Their void shield capacitors are destroyed. Hoffentlich treffen die. Und sehr schön, Volltreffer. Your orders? Eigentlich hätten wir gegen ein Schiff dieser Klasse, also einem Kreuzer mit Businessfabrikanten, fast keine Chance. Der würde uns so vom Himmel pusten. Aber ich glaube tatsächlich, dass der vom System für diese Mission geschwächt wurde. Admiral, this is a battle we cannot win. I'm taking my ship out of this mess. Admiral, he is Was? activating his warp engines and preparing to disengage from the battlefield. This cowardice cannot be tolerated! Admiral, we must put an end to this pitiful display and make an example of this craven fool! Noch ein Feigling und Verräter. Alle Mann wissen, was zu tun ist. Exekutieren wir ihn. Admiral Spire, For this is disobedience Lieutenant is Kraft. death! We've executed the captain and taken back control of the ship. Well done, Kraft. You've been promoted to captain. Follow my orders and we'll get through this. As you command, Admiral. Helm coordinates acknowledged! Und Torpedos. So, das sollte doch langsam mal das feindliche Schiff. Your orders! Oh Mann. Na, nehmen wir mal Ziele auf die Waffen. Das sollte uns helfen. At your command! Oh Mann. Wir machen fast echt nicht viel Schaden an dem Schiff, obwohl es so geschwächt ist. Awaiting orders! Okay, entern wir ebenfalls. Okay, gescheitert. The enemy ship has activated its warp engines and is attempting to disengage. I have a strike team of Navy armsmen ready to sabotage the enemy's warp engines. We must act quickly and use the ship's teleportarium to launch the attack. Okay, dann machen wir das. Ship ready. Your faith in the Emperor is as false as your courage! Silence this heresy. Fire all weapons. Your orders. Genau. Und jetzt bestrafen wir diesen Verräter. Ach, schade. Nicht getroffen. Keep our distance from the enemy ship, sir. It will soon explode. Cruising speed set. Ja, das war's mit dem feindlichen Schiff. You've fought with valor this day and proven yourselves worthy of the Imperial Navy. So, dieser Verräter Set course wurde to seiner leave the Gerichtsstrafe system. zugebracht. I must report our victory to Lord Admiral Ravensburg. Okay, Stufe 2, sehr schön. Und unser Begleitschiff ist auch aufgelevelt. Sehr schön. Und weiter. You've exceeded my expectations, Admiral. However, other seditious forces are making themselves known in the Gothic Sektor. I would like you to meet Fabricator Cambrius. He is in charge of the Adeptus Mechanicus shipyards at Port Moore. Admiral, you and your fleet can repair and upgrade your vessels at Port Moore. By the Omnissiah, my tech priests stand ready to assist you. Your current rank allows you access to the most common classes of vessel. As you grow in renown throughout the Gothic sector, larger classifications of ships will become available.
Follow me, Admiral Spire. I wish to show you the sacred shipyards of Port Moore. Okay, dann schauen wir uns mal die heiligen Schiffswerften von Port Moore an. Gut, wir haben Stufe 2 erreicht und wir können einen Kreuzer mit in unsere Flotte aufnehmen. Und wir können einen weiteren Einsatz pro Zug machen, das gefällt mir auch. Port Moore is the largest and most sophisticated harbor in the Segmentum. Here, you can see what services are available to you at your current rank, experience, and renown. There are several shipyards in operation at Port Moore. Follow me, Admiral, and I will lead you to the docking bay. It is time to show you what my shipyard can provide to meet the needs of your fleet. Okay, er will uns jetzt seine Werft zeigen. This panel displays the statistics of an individual vessel. Using this interface, you can see your ship's standard characteristics. The weapons of your ship are also displayed here. Pay close attention to the weapons information displayed here in order to better understand your ship's capabilities. This panel displays the general attributes of your ship. Select the Crew Management panel to see more. Okay, dann schauen wir uns mal unsere Crew an. Admiral, this is the crew of your ship. Every vessel has a particular captain and a specific set of crew. By focusing your attention on an individual crew member, the crew can improve their skills and benefit your ship in many different ways. The captain of this ship has earned a promotion. This grants you access to better quality crew. You should start by improving the skills of your navigator. He will then be better able to guide your ship through the tides of the warp. Okay, also das ist das Skill-Menü für das Schiff. In addition, reconditioning will reset your crew abilities. Now, take a look at the ship's upgrades. You can install a new module on the light cruiser. Okay. Different systems on each ship can be improved with modules and upgrades. Such systems include engines, decks, and weaponry. These improvements are acquired by gaining renown during your missions. I have set aside an additional void shield for your ship. You can install it now to improve the ship's shield rating. So, und das Mechanikum hat für uns einen weiteren Schildgenerator. Well done, Admiral. Now, try installing a tech module on your ship. Okay, The dann sollen wir noch modules was... you can install improve Dann different haben wir rein. aspects of the ship. These aspects include defense, damage, control, support, recon, and maneuver. The number of modules that can be installed is limited by the ship's tonnage. Now, install the Shield Overload module. This will boost your shield's effectiveness for a short time during battle. Okay, dann müssen wir die Schilde also mit diesem Überladungsmodul erweitern. I must return to my communion with the machine spirits. Admiral, you should return to the sector map for your next assignment. Okay, das war also sein Rundgang über Port Moore. Ich werde dasselbe eben noch mal für das zweite Schiff machen. Okay. Ganz ehrlich, ich möchte bei ihm eigentlich mehr Panzerung haben. Und sein Crewpunkt geht auf bessere Reparaturfähigkeiten. Ich füge uns noch ein weiteres Schiff bei, aber diesmal noch eine Dauntless Mark 1.